Motorrad-Abenteuerreise ins Himalaya. Meine FMT 2023. Zu zweit reisen wir von Deutschland über Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Kaschmir und wieder zurück nach Deutschland. Dabei legen wir rund 23.000 Kilometer zurück. In diesem ersten Teil der 1800 Kilometer durch Pakistan von Taftan bis Wagha Border nach Indien reisen wir eskortiert durch Belutschistan, hier in der Karte rot markiert. Nichts los hier. Wir sind die Einzigen, die nach Pakistan einreisen wollen. Trotzdem warten wir eine Stunde, bis beide Pässe einen Einreisestempel haben. Ein Mann mit Taschen voller Geld bietet uns pakistanische Rupie zum Wechseln an. Das machen wir. Wer weiß, wann wir überhaupt Gelegenheit dazu haben. Die Visitenkarte, ich meine den Müll da vorne, sagt schon viel über die organisatorischen Abläufe hier am Grenzübergang aus. Das hier scheint sowas wie der Zoll zu sein. Bis das Carnet de Passage ausgefüllt und abgestempelt ist, vergeht erneut eine Stunde, bis endlich das Tor aufgeht, was uns nach Pakistan hineinlässt. Losfahren dürfen wir allerdings nicht. Wir müssen warten, bis die Eskorte eintrifft. Diese kommt dann wiederum eine halbe Stunde später und bringt uns zu einem abgelegenen Gebäude. Ich würde dieses ganze Theater zu gerne filmen und fotografieren, aber hier laufen mir zu viele Männer, bewaffnet mit Maschinengewehren, durch die Gegend. Anfangs haben wir keine Ahnung, worauf wir hier nun wieder warten. Unsere Papiere haben wir schon wieder alle zur Überprüfung abgegeben. Inzwischen ist es dunkel und wir könnten uns eigentlich vorstellen, hier zu schlafen. Aber das ist nicht deren Plan. Immerhin wissen wir jetzt, warum wir hier sind. Hier bekommen wir unsere NOCs bzw. Permits, die uns erlauben, hier durch Pakistan, speziell Belutschistan, durchreisen zu dürfen. Das Permit gilt aber nur von hier bis Quetta. Naja, interessiert uns jetzt erstmal nicht. 7 andere Motorradreisende und ein Radfahrer aus China sind ebenfalls hier und warten auf ihre Dokumente. Kurz vor 23 Uhr ist dann hier auch alles erledigt und dann geleitet uns eine bewaffnete Eskorte zu unserer ausgewählten Schlafstätte, die Levi-Station Taftan, anstelle eines Hotels hier im Ort. Nachdem wir alle mit unseren Motorrädern in der Station angekommen sind, werden die großen Metalltore verschlossen, wir können nicht mehr raus. Der Ablauf bis hierhin war zwar ziemlich chaotisch, aber wir haben genau das erreicht, was wir geplant haben. Warum wir die Levi-Station gewählt haben, erzähle ich morgen. Isomatte und Schlafsack liegen schon auf dem Boden, der Schlafplatz ist also schon hergerichtet. Da wir morgen bereits um 7 Uhr aufbrechen wollen und ein wirklich anstrengender Fahrtag vor uns liegt, wird es jetzt höchste Zeit zu schlafen. Gute Nacht. Wer mal vorhat, nach Pakistan zu reisen, kann sich in dieser Karte schlau machen, während ich schlafe. Das macht es nämlich etwas einfacher. Um 6 Uhr sind alle auf den Beinen, packen ihre Sachen, denn schließlich soll es um 7 Uhr losgehen, dass uns die bewaffnete Eskorte, also die Levis, nach Quetta durch Belutschistan geleitet. Alleine fahren dürfen wir hier nicht, das soll zu gefährlich sein. Auch hier im Stacheldraht umzäunten Gebäudekomplex beschützen uns bewaffnete Levis. Für den Ernstfall liegen hier haufenweise Schießsäcke und hinter Gittern sind einige Inhaftierte, die hier vermutlich wegen kleiner Delikte einsitzen. Und in diesem Badezimmer gibt es sogar fließend Wasser. Dieser gesamte Service inklusive Eskorte ist zu 100% kostenlos. Dass wir pünktlich um 7 loskommen, damit hat sowieso keiner gerechnet. Erst um 9 Uhr ist es soweit, dann öffnet sich das Stahltor. Und jetzt sollen wir uns beeilen, denn es geht gleich los. Übereifrig fahre ich schon mal mit meinem Motorrad vors Tor und will eigentlich schon rausfahren. Dann heißt es Stopp, Stopp, Stopp. Das Levi-Begleitfahrzeug trifft ein. Nach und nach sammeln sich hinter mir, neben mir auch die anderen Motorräder. Und vor mir immer mehr bewaffnete Männer. Auch Heiko fährt jetzt auf die Startposition.
Insgesamt sind wir mit 8 Motorrädern und einem Radfahrer aus China, welcher samt Fahrrad mit dem Levi-Fahrzeug transportiert wird. Das Levi-Fahrzeug startet und wir dürfen hinterherfahren. Gott sei Dank, wir verlassen diesen Ort. Alle sind etwas neugierig und natürlich heiß wie Frittenfett auf diese Fahrt durch die Wüste. Und außerdem hat man schon mal die Gelegenheit, mit einer bewaffneten Eskorte durch ein Land zu fahren. Wir alle sind dabei ziemlich gelassen. Niemand denkt daran, dass es hier irgendwie gefährlich werden könnte. Vor uns liegen nun 650 anstrengende Kilometer mit dem Ziel Quetta. Und wegen der Temperaturen wäre es wirklich gut gewesen, wenn wir schon um 7 Uhr hätten starten können. Aber daran verschwenden wir jetzt keine Gedanken mehr. Ich bin vielmehr gespannt, wie diese 8-köpfige Motorradtruppe jetzt auf dieser Tour zusammenpasst. Den ersten großen Unterschied werden sicherlich schon mal die Tankstops ausmachen. Während Heiko und ich mit rund 1,5 Tankfüllungen in Quetta ankommen würden, müssen manche wahrscheinlich 3-mal tanken. Da es gleich über längere Zeit keinen Sprit gibt, fällt ein paar Leuten in der Gruppe ein, dass sie besser vorher tanken sollten. Also nochmal zurück. Getankt wird aus Kanistern. Kanistern mit Sprit aus dem Iran. Was für ein Geschäftsmodell. Im Iran für 7 Cent einkaufend und hier für 50, 60 Cent verkaufen. Nicht schlecht. Haufenweise fahren dafür die kleinen blauen Pickups voll beladen mit Kanistern hin und her. Wie das an der Grenze funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Ob die das reinschmuggeln, offiziell importieren, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da aber auch spezielle Deals. So, und jetzt will ich noch mal kurz erklären, warum wir hier eskortiert werden. Die Provinz Belutschistan erstreckt sich über Teile des Irans, Afghanistan und Pakistan. Wobei wir den iranischen Teil ja schon durchquert haben. Es ist auf jeden Fall auch Taliban-Gebiet, was mir aber eigentlich keine Sorgen macht. Kritischer sind da wohl die Islamistengruppen und Separatistengruppen, die dafür kämpfen, Belutschistan zu einer eigenständigen Region zu machen und sich von der Regierung Pakistans unabhängig machen wollen. Und diese Auseinandersetzungen führen hier wohl des Häufigeren zu Schießereien oder Anschlägen, nicht selten mit Todesopfern. So unser aktueller Wissensstand. Damit wir diesen Bereich sicher durchqueren können, begleiten uns die Levis. Soweit die pakistanische Theorie. Nanu, da wird doch jetzt nicht schon jemand ein Problem haben. Die Levis würde ich mal als eine offizielle Miliz beschreiben, die von ihrer Ausrüstung irgendwo zwischen Polizei und Militär anzusiedeln sind. Ihr Verantwortungsbereich beschränkt sich dabei auf kleinere Bezirke. Was das bedeutet, werden wir später noch zu spüren bekommen. Kaum raus aus Taftan und schon sind wir mitten in der Wüste. Fantastisch und schön sieht's aus. Die Straße ist gut, also wenn es so weitergeht, spulen wir diese 650 Kilometer ja im Nu ab hier auf der Strecke. Das Einzige, was bremst, sind die vielen Bumper, die überall angeordnet sind, wo man etwas langsamer fahren soll. Die Autos müssen da wirklich rüberkrabbeln. Mit Motorrad kann man zwar etwas schneller drüber fahren, aber die bremsen schon ganz schön den Verkehr aus. Der Konvoi mit den 8 Motorrädern zieht sich inzwischen schon über mehr als 1 Kilometer. Das Führungsfahrzeug wird dadurch zwischendurch immer mal ziemlich langsam und dann trottelt man diesem Auto in der Hitze hinterher. Mit langsamer Geschwindigkeit, ohne Fahrtwind. Wir fragen uns, wer hier in der Gruppe wohl zu wem gehört und nehmen an, dass alle zusammengehören, mit Ausnahme des Paares aus Kroatien. Das ist Felix. Sag mal deiner Frau, deiner Freundin, wie auch immer, die Enfield Bullet und die Transalp hinterm Auto. Hinter das Auto als erste Position. Heiko ist ein ganz bisschen angepisst. Also Lahmende und Verwundete bitte nach vorne hinter dem Levi-Fahrzeug. Dann nehme ich dein Zebra, wenn er keinen Sprit mehr hat.
Aber Heiko hat ja recht, alle Problemfälle sollten voranfahren. Felix hat aber mit Johanna rein gar nichts zu tun. Weder hat er Frau noch Freundin dabei. Ich wundere mich, warum Daniel auf seinem Zebra Sprit nachfüllt. So lange ist es doch noch gar nicht her, dass wir getankt haben. Eine defekte Benzinpumpe soll angeblich den Kraftstoffverbrauch verdoppelt haben. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Wo sind die anderen jetzt hier? So richtig will das mit der Organisation aber nicht klappen. Gehören die zusammen? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, weil alle ziemlich im gleichen Alter sind. Heiko und ich sind hier die Oldies oder die BMW-Fraktion. Von oben knallt die Sonne, wir würden gerne weiterfahren, statt uns hier im Stillstand von der Wüstensonne braten zu lassen. Dass sich Motorradfahrer grüßen, das kennen wir ja. Aber dass ein Lokführer das Zughorn anschmeißt und auch noch aus dem Fenster winkt, das finde ich schon eine coole Sache. Zeigt aber auch, dass wir als Touristengruppe hier recht gut von jedermann erkannt werden. Womit erstmals die Frage der Sinnhaftigkeit für diesen eskortierten Konvoi aufkommt. Oh, wir machen eine Pause. So sieht es jedenfalls erstmal für uns aus. Aber hier wechselt nun auch das Begleitpersonal. Die Neuen checken jetzt erstmal wieder unsere Papiere, machen Fotos von vorn und von hinten, mit und ohne Motorrad. Das Ganze dauert leider mal wieder mindestens 45 Minuten, bis wir dann endlich weiterfahren. Auf unserer ganzen Reise bis zur pakistanischen Grenze haben wir den Reisepass nicht so oft gebraucht, als in diesen 1,5 Tagen in Pakistan. Alle Nase lang erfolgt eine Kontrolle. Naja, ist ebenso. Auf der Fahrt durch diese Wüstenlandschaft rücken diese nervigen Prozeduren aber schnell wieder in den Hintergrund. Denn alle Sinne konzentrieren sich auf diese lebensfeindliche Umgebung in einer gleichzeitig faszinierenden Landschaft. Was machen wir denn jetzt schon wieder? Nach Quetta geht's geradeaus. Für eine Pause ist es zu früh, die haben wir doch gerade gehabt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Es wird ja wohl nicht schon wieder die Eskorte wechseln. Dann beginnt das gleiche Spielchen wieder, alle Papiere raus und es geht wieder Zeit ins Land. Und tatsächlich, wir landen wieder an einer Levi-Station, hier in Chagai. Die Atmosphäre ist ziemlich locker, wir kriegen Tee serviert und haben Zeit, uns in der Gruppe ein wenig auszutauschen. Wir beginnen natürlich zu rechnen, wann wir wohl endlich in Quetta ankommen werden. Es dürfte wohl ziemlich spät werden. Aber die nächste Etappe soll 200 Kilometer lang sein. Das dürfte uns dann ja mal ein bisschen voranbringen. Bis der ganze Papierkram erledigt ist, vergeht wieder mal eine Stunde. Das Begleitpersonal wird wieder ausgetauscht und dann zieht die Karawane weiter. Wenn der Wind nicht wäre, aber das geht so auf den Kopf.
Im Moment läuft es noch so, dass wir Pausen machen, wenn die Levis es wollen. Wenn wir einfach anhalten, halten wir einfach an, ne? Und nicht dann, wenn wir erschöpft sind und eine Pause brauchen. Kamera an. Bisschen schön im Bild. Das Gelbe in Pakistan. Boah, dieses langsame Fahren ist weder was für Handy, noch für Motor, noch für irgendwas gut. Jetzt schon wieder los. Für dieses scheiß Schreibzeug fahren wir hier hinten lieber da kaputt. Well organized, sag ich nur. Ja, das Pausenmachen ist echt ein Problem. Weil wir uns schön brav nach den Levis richten, machen wir natürlich die Pausen nicht zu den Zeitpunkten, wo wir sie bräuchten. Teilweise erkennt man bei den Motorradfahrern, auch bei mir selber, leichte Müdigkeitserscheinungen. Und man möchte natürlich in so einer Gruppe auch nicht die Bremse sein. Thema Gruppenzwang. Die Müdigkeit, die auf dieser Strecke bei den Temperaturen in diesem Konvoi irgendwann eintritt, ist die eigentliche Gefahr. Viel, viel größer, als dass wir von irgendjemandem überfallen oder angeschossen werden. So haben wir uns inzwischen in der Gruppe abgestimmt, wenn jemand müde ist, fahren wir rechts ran, ob den Levis das passt oder nicht. Dass diese Strecke eine anstrengende sein wird, das war mir klar. Ich hatte mich vor der Reise über diesen Abschnitt ausführlich informiert. Daraus resultiert auch die Übernachtung in der Levi-Station und nicht in dem schäbigen Hotel, welches man als Alternative nutzen kann. Und dann noch Gefahr läuft, dass man morgens zum Start der Eskorte im Hotel nicht abgeholt wird. Jetzt muss ich dieses Thema erstmal kurz unterbrechen. Wir halten schon wieder. Das waren noch lange keine 200 Kilometer, noch nicht mal 20 Kilometer. Alle steigen ab und das ganze Papierkrams-Theater geht von vorne los. Immerhin gibt es hier auf der anderen Straßenseite einen Laden, wo man was kaufen kann. Getränke, Zigaretten und Kleinigkeiten zum Essen. Während Heiko einkaufen geht, erledige ich meinen Papierkram. Die Levis finden es nicht gut, wenn man die Gruppe verlässt. Man wird genau beobachtet und gegebenenfalls mit Bewaffnung begleitet. Da fährt gerade wieder so ein Benzintransporter. No, I behind you, you know. So, wo war ich vorhin stehen geblieben? Ach ja, mit dem Informieren über diesen Streckenabschnitt. Also, daraus resultierte außerdem noch die Ankunftszeit am Sonntagnachmittag. Die Eskorte fährt wohl nicht jeden Tag, aber am Montag auf jeden Fall, sofern Leute da sind. Und wenn man in diese Levi-Station kommt und die Eskorte am nächsten Morgen nicht fährt, hängt man unter Umständen 2 Tage in dieser Levi-Station fest. Und das möchte man sich nicht unbedingt antun. Und dann brennt mir noch etwas unter den Nägeln, was ich hier loswerden muss. Ich will hier nichts schönreden und schon gar nicht verherrlichen. Deshalb ist das hier als eine Feststellung zu verstehen. In Deutschland wird viel über Frauenrechte im Iran geredet. Von Pakistan hört man da kaum etwas. Im Bericht über unsere Reise durch den Iran sah man in den Aufnahmen häufig auch Frauen, mal verschleiert, mal mit Hijab oder sogar ohne ein Kopftuch. Hier in Pakistan fällt uns jetzt auf, dass wir nahezu gar keine Frauen mehr zu sehen bekommen und wenn, dann sind sie voll verschleiert und meistens schon sehr alt. Achtet mal drauf, auch in den weiteren Videos hier aus Pakistan. Und dann kommen wir auch gleich zu der Frage, können Frauen durch den Iran und durch Pakistan reisen? Ich glaube, dafür gibt es zahlreiche Beispiele, dass das unter Einhaltung einiger Regeln gar kein Problem darstellt. Natürlich zieht es die Blicke der hiesigen Männer auf die Frauen, aber ich denke, es ist meistens eher Bewunderung für diesen Mut sowie Begeisterung und Neugierde. Ich möchte hier auch keine Reiseempfehlung aussprechen. Am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, egal ob Mann oder Frau, ob er oder sie diese Länder bereisen möchte oder nicht. Fakt ist,
Das Motorrad, insbesondere Soloreisende, egal ob Mann oder Frau, immer einen ganz besonderen Status auf ihrer Reise Mal genießen. ganz hinten. Ja, bin ich auch der Meinung. Dann sagt, können wir uns mal ein bisschen zurückfallen lassen, das geht. So langsam verstehen wir, was es mit diesem Eskortewechsel auf sich hat. Ich hatte anfangs gesagt, dass der Verantwortungsbereich der Levis auf einen Bezirk beschränkt ist. Und das hier sind immer die Bezirksgrenzen, wo die Verantwortlichkeit der laufenden Eskorte endet und diese dann an die nächste Eskorte vom nächsten Bezirk übertragen wird. Das führt auch dazu, dass jede Eskorte uns so schnell wie möglich loswerden will, damit sie keine Verantwortung mehr tragen. Und diese Bezirke können mal klein und mal groß sein, manchmal auch sehr klein, was wir morgen noch sehen werden. Wenn man so überlegt, wer hier alles mit Maschinengewehr rumläuft, kann man nur hoffen, dass diese Menschen halbwegs verantwortlich mit so einer Waffe umgehen. Und hier an der Grenze zum Nuschki District, man ahnt es schon, hier ist wieder ein Levi-Checkpoint. Der Papierkram und die Fotosessions sind aber schon erledigt und wir können wieder weiterfahren mit dem nächsten Begleitfahrzeug. Je näher wir an Quetta heranrücken, desto gebirgiger wird die Landschaft. Der höchste Punkt, den wir überqueren müssen, ist der Lac-Pass mit knapp 1800 Metern. Sensationslust existiert auch in Pakistan. Wenn irgendwo was passiert ist, ein Unfall oder ähnliches, dann sammeln sich gleich die Leute an zum Gucken. Man mag darüber denken, wie man will. Was ich den Menschen hier aber nicht zutraue, ist, dass sie mit Steinen nach Hilfskräften werfen, wie zum Beispiel Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienste. Vielmehr würden alle mit anpacken, wenn es was anzupacken gibt. Ob sie erste Hilfe leisten würden an einer verletzten Person, da wäre ich mir allerdings nicht so sicher.
Auf dem knapp 700 Kilometer langen Weg zwischen Taftan und Quetta gibt es nur kleine Orte, an dessen Straßen so gut wie nur Männer zu sehen sind. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Inzwischen fällt es sogar uns sofort auf, wenn hier irgendwo eine Frau an der Straße unterwegs ist. Und ich möchte sogar behaupten, dass Frauen mit Absicht ihre Blicke von uns wenden und uns aus dem Weg gehen. Im Iran war das nicht so auffällig. Man mag nun viele Sichtweisen auf diese Eskortefahrt durch Pakistan, speziell Belutschistan haben. Und natürlich ist es nervig, ständig die Papiere zu ziehen und so viel Zeit zu verlieren. Es ist auch schade, dass man nicht machen kann, was man gerne machen möchte. Zum Beispiel irgendwo abzubiegen, um sich etwas anzuschauen oder einfach in einem Ort halten. Man könnte sich über die Levis und dessen Arbeit ärgern oder lustig machen. Aber die machen nur ihren Job, den sie aufgetragen bekommen haben. Im Ernstfall verteidigen sie unser Leben mit ihren Waffen und mit ihrem Leben. Es ist eine der großen Unbekannten auf unserer Reise. Genau diese Momente machen das Abenteuer aus. Genau hier entstehen die Geschichten, von denen man später gerne erzählt. Auch wenn wir hier keine wilden Pisten fahren, gehört dieser Teil der Reise, insbesondere auch die kommenden Tage, zu einem meiner Abenteuer-Highlights. Irgendwas stimmt nicht, es muss was passiert sein. Eines der Begleitfahrzeuge am Ende des Konvois hatte in den Bergen einen Unfall. Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Das ist uns natürlich auch nicht egal. Schließlich sind wir alle zusammen in diesem Konvoi. Dazu gehören natürlich auch die Levis. Hier weitergeht, die runtergeflogen ist. Während es unter den Levis hektisch zugeht, spekulieren wir natürlich, was passiert sein könnte. Es dauert. Inzwischen ist es dunkel geworden. Die gute Nachricht, niemand ist verletzt und das Fahrzeug lässt sich noch fahren. Ein Ende des Fahrtages kommt auch langsam in Sicht. Bis nach Quetta sind es noch 65 Kilometer. Unser anfangs braves Verhalten gegenüber den Levis schwindet allmählich. Wenn sie uns zu langsam fahren, kommt es schon mal vor, dass wir einfach dran vorbeiziehen. Die nächste Station kommt bestimmt, dort fangen sie uns dann wieder ein. Aber so können wir unser eigenes Tempo machen.
Je näher wir an Quetta heranrücken, desto kleiner scheinen die Bezirke zu werden. Dafür geht scheinbar die Abwicklung jetzt schneller. Insbesondere wird auf die Fotografiererei verzichtet. Wenn man in der Nacht keine Fotos braucht, warum macht man sie dann am Tage? Am Ende ist es doch nur für den Instagram-Account. Wer weiß. Durchzählen, Passport. Hier erreichen wir gerade den Lackpass, den höchsten Punkt unserer heutigen Tagesstrecke. Schon wieder. Wie viele Etappen haben wir jetzt schon gemacht, ey? Oh. Ist ja kein Wunder, dass wir da nicht ankommen. Am Anfang ging es ja, ne? 100 Kilometer Etappen, dachte ich, okay, das geht ja. Dann haben wir 7 Mal, dann sind wir da. Aber jetzt geht es ja alle 20 Kilometer, kommt ja ein Wechsel. Endlich, wir sind in Quetta angekommen. Ein 17 Stunden Motorrad, ich will nicht sagen Fahrtag, er bestand aus vielen Unterbrechungen, geht zu Ende. Wir landen um 2 Uhr nachts in unserem ausgewählten Hotel, auch das war vorher schon geplant, dem Blomstar Hotel. Da uns bis zum Aufstehen nur noch wenig Zeit bleibt, müssen wir heute Nacht schneller schlafen. Gute Nacht Mopeds, bis morgen früh. Ob und wann wir Quetta heute überhaupt verlassen dürfen, folgt dann im nächsten Teil zu unserer Eskortefahrt hier in Pakistan, wo das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Levis und uns dann seinen Höhepunkt nimmt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.